31.12.25, der Diemelsee. Ich habe mir eine Talsperre ausgesucht. Die letzte Chance, einen dicken Winterhecht zu fangen an einem der wenigen Gewässer, die noch nicht zugefroren sind oder zumindest am Rand angefroren sind. Es war nicht ganz einfach, so ein Gewässer zu finden. Ich habe es aber gefunden. Ich habe Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Robert und jetzt geht's ab. Als Route für heute habe ich wieder ausgewählt die Westin W4 als Baitcast, 50 bis 150 Gramm. Einfach weil ich damit am flexibelsten unterwegs bin. Ja, das Jiggen ist etwas schwieriger, aber wenn man sie richtig hält, dann geht es auch. Ist für mich der beste Kompromiss. Anfangen will ich mit diesem Köder hier wieder Soft Oleo von Rapala mit Mosdachkopf. Und da hatte ich das letzte Mal einige Nachläufer drauf. Ich will hoffen, dass Sie heute auch daran interessiert sind, aber ich zeige euch meine anderen Köder. Ich werde heute ein bisschen mehr hin und her probieren und ja. Das ist, was ich dabei habe. Ich habe mal so ein bisschen umsortiert. 150 Gramm, um die 80 Gramm. Mal ein Suspending Jerkbait von Westin. Hier einen schönen alten Salmo Fatboy müsste es sein. Was von Balzer, sehr weich, relativ klein, mal schauen. Ein Rapala Swim mit Einschraubgewichten, um verschiedene Tiefen zu erreichen. Ja, und sonstige Gummifische hier von Savage Gear, Inline True. Normale Gummifische mit Jigkopf, Chatterbaits. Ja, von allem was. Den hier habe ich jetzt die Tage in einem Angelshop gefunden, ein etwas älterer Angelshop. Quantum wird in Deutschland ja eigentlich nicht mehr verkauft. Wahrscheinlich war das so ein Restbestand. Ich musste einfach zugreifen. Beadron hat 3 verschiedene Einhängeösen und kann somit auf verschiedenen Tiefen geführt werden. Auf so circa 2 Meter, 3,5 Meter und 7,5 Meter. Je nachdem, wo man ihn einhängt. Ich war doch ziemlich begeistert, dass ich den noch bekommen habe. Ich habe den in klein. Ich glaube, den habt ihr schon mal in einem Video gesehen. Genau, an der Schwein war ich damit einmal kurz unterwegs. Den musste ich mir jetzt in groß kaufen. 20 cm, 105 Gramm. Ja, es geht schon gut los. Der Frust steigt gleich wieder. Der erste Köder ist weg. Soft Oleo, teures Ding, abgerissen. Weg. So ein Mist, verdammt. Ja. Ich muss ja unbedingt angeln gehen heute. Katastrophe. Ich habe also neu gebunden. Ist jetzt die Frage nach dem nächsten Köder. Ich glaube, ich nehme mal einen Gummi mit 10 Gramm Kopf, damit ich ihn schon langsam führen kann. Ah ja. Und dann geht's weiter, auch mit schlechter Stimmung. Lassen wir uns nicht unterkriegen, ne? Oder wie sieht das aus bei euch? Versaut euch sowas den Angeltag? Erzählt gerne mal in den Kommentaren, wie euch das packt, auch gefühlsmäßig. Frust, Ärger oder egal, ist Angeln. Ich komme hier gerade um die Ecke gestiefelt und guckt es euch an. Es ist ganz schön windig hier. Wow. Mal gucken, wo der Köder jetzt hängen bleibt. Und was wir heute nicht fangen. Das ist auch interessant. Genau. Baden gehen würde ich bei 1 Grad jetzt heute aber ungern. Schnurbogen ist natürlich heftig bei so einem Wetter. Stockfisch. Der erste Fang des Tages. Dieser Wind nimmt einem natürlich den Köderkontakt komplett. Ich habe da vorne hingeworfen, da liegt die Schnur. Aber naja, was bleibt mir übrig, ne? Ich werde jetzt hier an dem Ufer mal die steilen Kanten noch abfischen. Hier vorne hinter soll es ein bisschen steiler sein. Und dann mal gucken, ob ich irgendwo auf der Karte was finde, wo ich dann vielleicht in einem geschützteren Bereich bin.
Oh, hatte ich einen Bissversuch? Versuchen wir mal den Jerk. Ich muss mal gucken, wie tief ich damit komme. Ob der überhaupt sinkt. Mal sehen. Ja, er sinkt sehr, sehr langsam. Aber das ist ja auch gut. Muss mir Zeit beim Absinken lassen. Oh ja, aber der fliegt auch geil. Huiuiui, der fliegt schön weit. Das ist gut. Du sollst mal die dicke Forelle hier richten. Vielleicht ja, kann ich die besser führen, auf jeden Fall. Aufgrund des krassen Windes hier. Der Wind ist echt heftig. Jetzt soll es der Rapala Swim richten. Wenn es der nicht bringt, dann suche ich mir andere Stellen hier. Der Wind pfeift ordentlich und das bei ja, gerade mal 1 Grad. Wow, kann euch sagen, das ist ordentlich kalt. Aber das hält mich ja nicht davon ab, heute auch nichts zu fangen. Heute auch was zu fangen. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall es zu versuchen, würde ich sagen. Ich gehe jetzt aber nichtsdestotrotz mal so ein bisschen wieder in die Richtung vom Anfang. Denn da sind tiefere Stellen bzw. steilere Kanten unter Wasser. Und da will ich es da mal versuchen und vor allem steht da der Wind nicht so drauf. Mittlerweile sind die Fingerkuppen doch schon ordentlich ja, abgefroren. Und wenn da nichts kommt, dann werde ich mal versuchen, irgendwo hier, andere Seite, irgendwo da hinten was zu finden, ob ich da nicht ranlatschen kann. Und da gibt es auch noch ein paar tiefere, steilere Kanten. Davon verspreche ich mir dann vielleicht eine Chance. Mal gucken. Vielleicht hat ja einer von euch noch so ein bisschen Erfahrung hier am Diemelsee im Winter und kann mal ein bisschen was mitteilen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob es hier überhaupt Sinn macht, im Winter zu fischen. Oder ob ihr sagt, nee, mache ich lieber nicht. Ich bin schön Wetterangler, weil es macht eh keinen Sinn oder wie auch immer. Ich habe bis jetzt hier auch noch keinen anderen Angler gesehen. Ich meine, gut, wir haben den 31.12. Die Leute haben andere Dinge im Sinn. Außer ich. Naja, egal. Ich kann nicht anders. Ich fange sonst an zu zittern. Jetzt hier Richtung Mauer angekommen. Sieht man schon, es wird hier immer steiler. Das ist gut. Und hier sieht man, dass die Struktur, das Ufer so ein bisschen einfällt. Und dann vermute ich mal, dass es das auch unter Wasser tut. Und ich sehe das mal als Struktur jetzt, oder? Und mache mal hier so ein paar Würfe. Und das bei diesem Ausblick. Das ist schon cool. Oben auf den Bäumen, auf dem Berg oben, ist Schnee. Und hier unten sieht man noch grüne Bäume. Und dann dieses Rotbraun vom Laub im Wald. Ich weiß nicht, ich finde es geil. Wirklich schön hier, kann man nicht anders sagen. Wenn jetzt noch ein Fisch beißt, bin ich begeistert. Oh, Alter. Hab ich mich erschrocken, verdammter Mist. Kann ja wohl nicht wahr sein, da fange ich schon an zu böllern hier. Heieiei, jetzt habe ich mir fast in die Hose gemacht. Jetzt gibt es erst noch einen Schluck Kaffee zum Aufwärmen. Das habe ich dringend nötig.
Ja, wo sind die Fische? Sag mir mal einer, wo sie hin sind. Wo sind hier die Fische? Wer hat sie gesehen? Kann mir einer welche zum Angeln geben? Ja. Das No-Catch-Fieber, es setzt wieder ein. Es geht schon wieder los. Kennt ihr das No-Catch-Fieber? Hat euch das auch schon mal gepackt? Das eine oder andere Mal? Ich weiß nicht. Ich habe das so oft gehabt, dass ich noch nicht dran gestorben bin. Das ist alles. Aber egal. Ich gebe nicht auf. Nein! Also weiter. Nochmal ein bisschen Druck machen unter Wasser. Ich glaube, das ist keine verkehrte Idee. Aber ich hätte da mal so eine andere Idee, so eine Anregung. Was haltet ihr denn davon? Ihr schreibt mal in die Kommentare eure 3 oder 5, je nachdem wie ihr Bock habt, besten Köder, was ihr vermutet, welche Köder am besten sind, das nächste Mal für eine Talsperre. Und dann werde ich mit diesen Ködern dann in einer Folge Find the Bait losziehen, in einer Talsperre, an einer Talsperre vom Ufer aus. Es wird jetzt nicht das nächste oder übernächste Video sein, weiß ich nicht genau. Kriegt ihr auf jeden Fall Bescheid, dann in dem jeweiligen Video werde ich das dann natürlich erwähnen. Also schreibt mal in die Kommentare und ich werde dann gucken, welche Köder am meisten vorgeschlagen worden sind und werde die dann entsprechend mit ans Wasser nehmen und damit versuchen, dann an einem unbekannten Gewässer zu angeln. Ja, auch der Rest der Strecke hier hat nichts gebracht. Hi Leute, mal kurz ein aktueller Stand der Dinge. Und zwar war ich vorgestern ja hier am Diemelsee, das was ihr bis gerade gesehen habt. Ich hatte eigentlich schon eine Abmoderation gemacht, wollte aber das Ganze nicht so enden lassen. Es war irgendwie nicht so. Ich bin ums Wasser gegangen und habe alles versucht, aber irgendwie, ja. Dann habe ich gedacht, ich hänge noch ein zweites unbekanntes Gewässer dran und bin durch die Gegend gefahren und habe Gewässer gesucht, die ich beangeln kann. Schwierig, alles zugefroren. Ich war am Silbersee, ich war in den Kasselauen und noch so ein anderer Tümpel. Ich bin 4 Stunden gestern durch die Gegend gefahren. 4 Stunden habe ich im Auto gesessen und habe gesucht und gesucht und gesucht. Am Ende habe ich gesagt, okay, ich fahre nochmal zum Diemelsee. Dann bin ich hier am Diemelsee angekommen, wollte meine Online-Karte kaufen. Ging nicht, weil ich meine Unterlagen bei dem Online-Service nochmal hinterlegen musste, weil ja jetzt der 1.1. war. Naja, okay, verpeilt. Jetzt ist noch ein Tag später, das heißt, wir haben den 2.1. Jetzt ist alles weiß. Es ist alles komplett verschneit. Ich habe mir jetzt am Diemelsee, ich bin wieder hergefahren, Stunde Fahrzeit im Moment für mich, habe mir jetzt 2, 3, 4 Stellen rausgesucht, die ich jetzt intensiv ausfischen möchte und mal gucken, wie lange die Fingerchen durchhalten. Ich bin offiziell total verrückt, würde ich sagen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ist das herrlich. Mensch, Mensch, Mensch. Der Schnee knirscht unter den Füßen. Oh, meine Fingerspitzen sind jetzt schon kalt. Ich habe halt nur diese Handschuhe dabei. Ich habe keine richtige Mütze dabei, weil ich ja normalerweise gar nicht hier aus der Hessener Gegend komme. Ich bin halt mit beschränkten Mitteln unterwegs. Das ist vielleicht auch so ein bisschen Motto der Sendung, der Serie hier. Eine Route und ja, beschränkte Köder, das eine Box maximal. Ja, die Box heute fällt auch nicht allzu groß aus, zeige ich euch jetzt gleich. Aber wie seht denn ihr das Ganze? Bei Wind und Wetter, Schnee, Regen, Sommersonne, Sonnenschein, wie auch immer. Wann geht ihr am liebsten raus? Wagt ihr euch auch bei Schnee raus, bis ihr erfroren seid oder kurz davor? Oder bleibt ihr dann lieber auf dem Sofa und guckt ein schönes Video, wie sich andere den Mist antun? Schreibt das gerne mal rein. Würde mich ja interessieren, wie ihr das seht. Also hier mal die Tacklebox. Ich habe ein paar Curly Tails dabei, hier einfache Würmer, ein paar größere Gummifische mit Angstdrilling drin, so an 10 und 20 Gramm Kopf. Dann habe ich hier kleinere Gummifische, die haben 12 cm. Verschiedene Gewichte, zu schwer will ich auch nicht, will auch nicht zu tief runter. Ich will die Fische nicht so unbedingt aus der Todeszone reißen. Wenn da nichts geht, geht halt nichts. Dann habe ich ihn hier wieder dabei, Swimbait von Rapala. Das Schöne ist, unter Wasser, der steht quasi auf den Haken. Den kann man dann auch langsam
führen und zwischendurch stehen lassen. Dann steht da so auf den Haken drauf. Das ist extrem geil. Und um ein bisschen was anderes zu probieren, vielleicht versuchen langsam zu führen, ein Chatterbait in 2 Farben. Und um mal was ganz anderes zu machen jetzt im Winter, einen großen Spinner in 17 Gramm und in 29 Gramm von Maps Giant Killer. Ja, mal gucken, ob mit den Dingern was geht. Ansonsten habe ich nichts dabei. Ja, ich werde es einfach versuchen. Heieiei, und der Wind pfeift schon wieder. Also mir ist jetzt schon kalt, die Finger werden schon rot. Geil. Wollen wir mal, der erste Wurf. Und der Wind haut volle Kanne rein. Heieiei. Stockfisch. Na, der hat aber gebissen, du. Scheiße. Ich habe auch schon vereiste Rutenringe hier. Jetzt muss ich nach jedem Wurf hier das Eis entfernen. Das ist natürlich nicht gut für die Schnur. Liebe Hersteller, was haltet ihr von beheizbaren Rutenringen? Das wäre doch mal eine Idee, oder? Meldet euch bei mir. Geschäftsidee können wir ausarbeiten. Geht schon wieder los. Hilfe. Nur Bekloppte hier am Wasser. Bin ich eigentlich der Einzigste? Ja. Nächste Stelle. Eis in den Rutenring. Guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da. Schön Eis drin. Das macht das Feeling besser. Oh Mann. Yeah. Angeln ist geil. Bei dem Wind macht das Jiggen so viel Spaß. Ideal. Gibt's was Schöneres? Oh. Der Wind bläst mir um die Nase. Wie der Osterhase. Oh Mann. Der Wind haut heftig rein. Oh. Es ist schön kalt. Egal, Fisch. Also, hat keiner gewissen. Ich will einen. Boah, meine Finger sind Eis. Boah. Den Zeigefinger spüre ich nicht mehr wirklich, wenn man den immer draußen hat, ne? Nicht nur die Ringe sind Eis, auch die Finger. Ich kann einen Kormoran erschlagen. Mal gucken. Vielleicht kriege ich den ja mit dem Köder gefangen. Jetzt ist auch noch der Köder abgerissen. Einen habe ich noch von diesen dicken Gummis. Die Finger sind durchgefroren, die Füße spüre ich kaum noch, die Nase läuft, der Wind wird richtig eisig jetzt, der zweite Köder ist weg. Ja, es ist mal wieder eine kleine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Ob ihr sagt, das ist alles scheiße, 3. Folge ohne Fisch geht gar nicht. Oder ob ihr sagt, ja, Hauptsache die Geschichte, das gefällt mir. Wie auch immer. Also ich habe den Kanal gestartet und seitdem kaum Fisch gefangen. Das ist ja, sehr frustrierend für mich. Fällt mir auch sehr schwer, dann diese Videos irgendwie online zu bringen. Ich mache sie aber online oder ich stelle sie online, weil ich halt die Geschichte dahinter auch zeigen möchte und erzählen möchte. Und das ist für mich doch noch ein bisschen mehr wert, wie immer nur Fischfangen. Es geht ja um viel mehr beim Angeln als beim Fischfangen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr wisst alle, was ich meine. Ja, schreibt Beschwerden in die Kommentare, schreibt Verbesserungsvorschläge in die Kommentare, schreibt einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich lese alles und will auch alles beantworten. Wenn ihr keine Antwort haben wollt, schreibt es auch rein. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, liken, kommentieren, abonnieren für keine weiteren Folgen. Doch, es soll weitere Folgen geben, aber damit ihr nichts verpasst, ihr wisst schon, wie ich meine. Es wird noch ganz viele Abenteuer geben hier. Mir macht es unwahrscheinlich viel Spaß, das abzudrehen, rumzuschneiden und für euch online zu stellen. Und ich würde gerne dabei bleiben. Ich hoffe, dass euch das Spaß macht. Dann liked
und abonniert. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.